Im ausführlichen Test vergleichen wir Fanatec Steering Wheel F1 eSports mit dem Steering Wheel Formula V2. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Fanatec hat dieses Testmuster zur Verfügung gestellt, damit ich es ausführlich in meinem Kanal reviewen und mit meinem Formula V2 Wheel gegentesten kann. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews und ich erhalte dafür kein Geld, doch nun kann's losgehen. Das Formula V2 Wheel habe ich vor einigen Monaten sehr ausführlich für euch reviewt und ich hänge euch oben den Link in die Infobox mit rein. Kapitel Nummer 1: Preis und Bezug. Das Clubsport Steering Wheel Formula V2, so heißt dieses Ding, ist für 369,95 € über den Fanatec Webshop erhältlich. Und für das Clubsport Lenkrad F1 eSports werden 249,95 € Stand Oktober 2020 fällig. Kapitel Nummer 2: Der Lieferumfang. Beide Lenkräder werden mit den Racing Style Button Caps, dem Quickstart Guide und dem Lagerungsbolzen zu euch versendet. Die Ware kommt in so einem kompakten Karton, Schaumstoff gepolstert samt Beutel und Merchandise-Aufklebern zu euch. Das Unboxing beider Lenkräder habe ich damals live für euch aufgezeichnet und hänge ich an dieser Stelle mit rein. Viel Spaß damit! Kapitel Nummer 3: Die Ausstattung und die technischen Details. Beide Lenkräder haben einen Durchmesser von 270 mm. Das eSports Wheel hat eine unten offene und das V2 Lenkrad eine unten geschlossene Bauweise. Das eSports Lenkrad wiegt ca. 1180 Gramm und das V2 Lenkrad ist mit ca. 1245 Gramm etwa 65 Gramm schwerer als das eSport Wheel. In beiden Lenkrädern habt ihr je 2 Vibrationsmotoren verbaut, um beispielsweise ABS-Rütteln zu simulieren. Die Schaltmechanik ist bei beiden Lenkrädern baugleich und wird im Innenleben durch eine Feder umgesetzt. Der Auslösewiderstand der Pedals beträgt ca. 500 Gramm. Die Schaltpedals selbst sind ebenso bei beiden Wheels aus Aluminium ausgeführt und weisen die Maße von 40 x 25 bei 3 mm Dicke auf. Das Schaltgehäuse ist aus Metall ausgeführt und der Endanschlag bzw. Schaltweg kann durch eine kleine Stellschraube angepasst werden. Die Pedals sind mit Langlöchern ausgeführt und können in der Distanz zum Lenkradkranz zwischen ca. 20 bis 25 mm eingestellt werden. Beide Lenkräder weisen 11 Knöpfe, hier verteilt 3 links, 3 rechts, hier unten 3 und links und rechts jeweils einen auf.
Die sind an ziemlich exakt denselben Positionen angebracht. Und das V2-Wheel bietet zusätzlich zwei rote Kippschalter, einmal links, einmal rechts, dann links und rechts die Thumb-Encoder. Und beim eSports-Lenkrad sind diese beiden Knöpfe hier links, hier rechts mit einem hohen Rand eingefasst. Beide Lenkräder besitzen den 5-Wege-analogen Joystick linksseitig mit links, rechts, oben, unten analoge Achsen und Drücken und rechtsseitig den 7-Wege-Funky-Switch. Links, rechts, oben, unten, drehen links, drehen rechts und drücken. Beim V2-Wheel gibt es zusätzlich noch einen Vierfach-Drehschalter in der Mitte, der nur dann zum Einsatz kommt, wenn ihr das Advanced Pedal Module, das ich auch für euch bereits reviewed habe, nachrüstet. Die beiden 12-Fach-Drehschalter links und rechts sind ebenso V2-Lenkrad exklusiv und können nach Belieben belegt werden. Hier ganz wichtig, achtet auf die Betriebsart im Treiber bzw. via Fanalab oder direkt übers Lenkrad im Fanatec Tuning Menü. Im Betriebsmodus ENC wird lediglich die Drehrichtung mit einem Impuls versehen. Du kannst zum Beispiel für Scheibenwischer schneller, langsamer belegen. Im Betriebsmodus Konstant ist der Button in der jeweiligen Schalterstellung immer aktiv. Der Modus Puls greift die Schaltposition ab und kann in 12 Stellungen zugewiesen werden. Hier ein Beispiel anhand von Assetto Corsa. Beispielstellung 1 zeige im Replay mein Auto. Stellung 2 zeige das Auto vor mir, Stellung 3 zeige das Auto hinter mir und so weiter. Der Xbox-Button samt weißer LED unterhalb findet sich nur auf dem V2-Wheel wieder. Ihr habt 9 runde LEDs an der Oberseite des eSport-Displays. Beim V2 genauso 9 LEDs, die sind in Trapezform ausgeführt. Und ebenso V2-Wheel exklusiv, da habt ihr die zwei seitlichen Flag-LED-Balken neben dem Display einmal links, einmal rechts. Das V2-Lenkrad besitzt ein OLED mit einer Auflösung von 128 x 64 Pixel für Ingame-Anzeigen und das Fanatec Tuning-Menü. Beim eSports-Lenkrad habt ihr ein dreistelliges LED, das ihr beispielsweise auch vom alten BMW M3-Lenkrad oder dem Vorgänger Clubsport Formula-Lenkrad kennt. Über den kleinen schwarzen Knopf links vom Display kommt ihr in beiden Lenkrädern ins Fanatec Tuning Menü. Die abnehmbaren Button-Caps beim V2-Lenkrad können gewechselt werden. Darunter habt ihr dann die gleichen Knöpfe bei beiden Wheels, die ihr eben mit diesen beigepackten Button-Caps an eure Bedürfnisse anpassen könnt. Nächstes Kapitel, die Kompatibilität. Die Lenkräder können auf jeder derzeit Oktober 2020 erhältlichen Wheelbase von Fanatec genutzt werden. In Sachen Plattform ist die PC-Nutzung beider Wheels uneingeschränkt möglich. Xbox-kompatibel ist nur das Formula V2 Wheel. Den PS4 bzw. PS5-Support, der ist bei beiden Lenkrädern nur dann möglich, wenn eine PS4 bzw. PS5 lizenzierte Wheelbase am Start ist. Bitte beachte beim Konsolenbetrieb, dass das Display oder die LEDs meist nur sehr eingeschränkt oder gar nicht unterstützt werden. Hier mal ein Beispiel mit Forza Motorsport 7 auf der Xbox und danach Forza Horizon 4 am PC.
Kapitel Nummer 5: Die Anschlussmöglichkeiten. Das optional erhältliche APM Advanced Pedal Module kann mit dem V2-Formula-Lenkrad genutzt werden und ebenso das optional erhältliche Clubsport Magnetic Pedal Module. Diese beiden Dinger werde ich in Kürze für euch in einem Vergleichstest aufbereiten. Das eSports-Lenkrad kann nicht mit diesen Upgrades ausgestattet werden, da die Platine nicht mit den entsprechenden breiteren Anschlüssen ausgestattet ist. Hier müsst ihr Umwege über Drittanbieter gehen. Auch diese werde ich in Kürze für euch in meinem Kanal vorstellen. Der Anschluss an die Wheelbase ist bei beiden Lenkrädern mit dem altbewährten Quick-Release-Adapter aus Vollmetall ausgeführt. Das Wheel sitzt spielfrei auf meiner Podium DD1 Wheelbase. Die Aufnahme wurde beim V2 Wheel etwas überarbeitet und mit einer anderen Verschraubung und dunkelgrau eloxiert. Kapitel Nummer 6: Die Optik. Beim Formula V2 Lenkrad sticht die Carbonplatte ins Auge. Ihr habt eine dunkle Farbgebung bei diesem V2 Wheel, einen dunkelroten und matten Look. Auf den ersten Blick wirkt das V2 Wheel durch die große Anzahl an Schaltern und Switches etwas überladen, wenn man das eher puristisch gehaltene F1 eSports Lenkrad daneben vergleicht. Das eSports Lenkrad wirkt sehr aufgeräumt und weist diese gelben und blauen Farbakzente rund um die Buttons auf. Die Frontplatte beim eSports Lenkrad ist schwarz-matt eloxiert ausgeführt. Beide Lenkräder sind auf der Frontplatte und oberseitig mit dem Fanatec Schriftzug versehen. Und das eSports Lenkrad hat hier unterseitig ein F1 Logo Branding, da Fanatec die offizielle eSports Ausstattung der Formel 1 innehat. Die Schaltpedals und der Quick Release sind beim Formula V2 Wheel in so einem glänzenden Rot gehalten. Beim eSports Lenkrad habt ihr den Quick Release Adapter und die Schaltpedals, die Schalteinheit in durchgehenden Schwarz gehalten. Beim V2 Lenkrad habe ich bereits die Button Caps angebracht. Ihr könnt eurem Lenkrad einen gewissen Rennsport-Look verpassen und die Belegung bzw. die Bezeichnung der Belegung an eure Bedürfnisse anpassen. Kapitel Nummer 7: Die Haptik. Beide Lenkräder fühlen sich sehr wertig an. Ihr habt gleiche mit Alcantara überzogene Griffflächen. Die sind bei beiden Lenkrädern auf einem haptisch sehr hohen Niveau angesiedelt. Die Reinigung gelingt mit einem leicht befeuchteten Mikrofasertuch, dann sehen diese auch nach entsprechender Nutzung nach Jahren noch ordentlich aus. Optisch fällt ein Mehr an Kunststoff beim Formula V2 Wheel ins Auge. Die Schalter und Blenden sind beim V2 Lenkrad komplett aus Kunststoff und fallen optisch damit in Sachen Wertigkeit von dieser Carbonplatte eindeutig ab. Die Druckpunkte sind knackig und hören sich beim Formula V2 Wheel durch die Kunststoffeinfassung etwas heller an. Hört mal rein. Beim eSports Lenkrad klingt das Ganze etwas dumpfer, etwas satter. Beim V2 Lenkrad rasten diese Drehschalter sehr satt und gut ein. Und die Thumb Encoder, die Rasterung ist sehr leichtgängig gehalten. Kapitel Nummer 8: Die Verarbeitung. Das haben wir in Kürze abgehandelt. Bei beiden Wheels gibt es keinen Kritikpunkt bezüglich der Verarbeitung. Die Spritzgussteile, die fühlen sich sehr wertig an. Die Carbonplatte ist sauber verarbeitet und angefasst. Und genauso die Metallplatte beim eSports Wheel. Der Übergang vom Alcantara zu dem Softlack überzogenen Kunststoff, der ist ebenso sehr sauber und ordentlich verarbeitet. Kapitel Nummer 9, unser Hauptkapitel, der Rennstreckentest. Beide Lenkräder sind sehr kompakt und durch ihr leichtes Gewicht äußerst agil. Der geringe Hebelweg von der Narbe bis zu den Griffflächen bietet euch ein kräftiges Force-Feedback bei riemengetriebenen Wheelbases, das hier auch außen bei den Angriffsflächen übrig bleibt. Die Griffflächen aus Alcantara nehmen die Feuchtigkeit gut auf und fühlen sich sehr angenehm und geschmeidig an. Die meisten Schalter bei solch kompakten Wheels sind sehr gut erreichbar, ohne die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen. Die zusätzlichen Schalter am V2 Wheel oder diese Thumb Encoder können fast schon eine Buttonbox, wenn ihr auf
viele Belegungen angewiesen seid, ersetzen. Das OLED-Display des V2-Wheels wirkt etwas moderner und das LED des eSports puristischer bzw. klarer. Die Schaltwippen sind bauartbedingt klein und sehr nah am Lenkrad gehalten. Die Auslösekraft mit etwa 500 Gramm ist leicht bis mittelstark und ihr habt ein sauberes Klickgeräusch und ein relativ gutes Feedback. Kapitel Nummer 10: Ökosystem und die Erweiterung. Wie bereits erwähnt, das Advanced Pedal Module von Fanatec und das Clubsport Magnetic Pedal Module können nur beim V2 auf nativem Wege nachgerüstet werden. Wollt ihr das eSports Lenkrad in Sachen Magnetic Shifter upgraden, dann müsst ihr Drittanbieterlösungen à la Simracing Machines oder dergleichen zurückgreifen. Kommen wir auf die Zielgerade. Negative, neutrale, positive Aspekte, Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 11: Die negativen Aspekte. Die Thumb-Encoder-Rasterung des V2-Wheels ist mir zu leichtgängig. In der Rennaction wäre ein höherer Widerstand und ein lauteres akustisches Feedback von Vorteil. Zweiter negativer Aspekt beim V2-Wheel: Ich habe für mein Empfinden einen zu großen Kunststoffeinsatz auf einem knapp 400 € teuren Lenkrad. Zumindest diese Kunststoffeinfassungen sollten in Aluminium gehalten sein. Bauartbedingt gibt es klarerweise Einschränkungen für beide Lenkräder hinsichtlich des Lenkradkranzes. Für Rallye oder Drift solltet ihr auf jeden Fall einen durchgehenden bzw. runden Lenkradkranz parat haben. Negative Aspekte beim eSports-Lenkrad. Ich finde, beim eSports-Lenkrad sollte man zumindest die Möglichkeit haben, dieses Magnetic Pedal Module nachzurüsten. Dies würde elektronisch gesehen keinen Mehraufwand bedeuten, aber wird durch die andere Steckerform von Fanatec verhindert. Weiters finde ich den Rand der beiden roten Buttons hier zu hoch ausgeführt. Klar soll damit ein unabsichtliches Drücken verhindert werden, aber für mein Empfinden fühlt sich dies etwas unkomfortabel an. Kapitel Nummer 12: Neutrale Aspekte. Das Display des V2-Wheels ist zwar gut ablesbar, könnte aber gerne in meinen Augen etwas größer ausgeführt werden. Bei beiden Wheels sind die Pedals gut bedienbar, aber hier würde ich mir nach Jahren eine Überarbeitung wünschen. Es ist komfortabler, Pedals mit zumindest 3 Fingern bedienen zu können. Und so würde ich mir ein länglicheres Design der Pedals wünschen. Preislich vergebe ich für beide Wheels entsprechend der Verarbeitung und Ausstattung eine neutrale Wertung. Frei nach dem Motto You get what you pay for. Und so kommen wir zu Kapitel Nummer 13, die positiven Aspekte. Die Verarbeitung und Funktionen aller Bedienelemente ist bei beiden Lenkrädern einwandfrei. Ihr habt auch nach längerfristiger Nutzung bei dieser Verarbeitung kein Knarzen, kein Verwinden vernehmbar. Das Alcantara ist immer wieder super anzufassen. Und sinnvolle Bedienelemente wurden beim V2-Wheel hinzugefügt. Und Erweiterungsmöglichkeiten mit dem APM bzw. Magnetic Pedal Module sind zumindest beim V2-Lenkrad gegeben. Dank der Bauweise sind solche Lenkräder sehr agil. Und für Formula bzw. Openwheeler ist ein sehr reaktionsschnelles Fahrverhalten durch den geringen Weg am Wheel möglich. Beide Lenkräder sind sehr leicht und somit agil. Damit haben auch riemengetriebene Wheelbases wie CSL Elite oder die CSW V2.5 nicht schwer zu schaffen und es kommt durch das leichte Gewicht und den geringen Hebelweg genug Kraft am Lenkrad an. Kapitel Nummer 14: Fazit und die Kaufempfehlung. Der Preis von knapp 370 € fürs V2-Wheel in der Standardausstattung ist hoch angesetzt. Der Mehrpreis von 120 € verglichen mit dem eSports-Lenkrad lohnt nur dann, wenn du auch die Zusatzfunktionen wirklich nutzen möchtest. Vergiss aber nicht, dass das eSports-Lenkrad bereits sehr viele Knöpfe für die Belegungen mitbringt und für die meisten Anwender wahrscheinlich ausreicht. Wenn dir ein besseres Schaltgefühl wichtig ist, dann musst du zum V2-Lenkrad greifen, damit du dies werkseitig upgraden kannst. Behalte aber hier die preisliche Komponente im Hinterkopf. Das APM kostet dich knapp 180 € oder das Clubsport Magnetic Pedal Module ca. 100 € Aufpreis. In Sachen Optik, das ist immer nur meine rein subjektive Meinung, gefällt mir das eSports Lenkrad etwas besser. Ich finde das sehr aufgeräumte und puristische Design schöner und auch der Entfall von Kunststoffeinfassungen gefällt mir bei der eSports Frontplatte deutlich besser als beim Formula V2 Wheel. Ich finde auch, dass das eSports Lenkrad in Natura noch wertiger rumkommt, als auf den Fotos im Netz dies aussieht.
Nach vielen Jahren Simracing und tonnenweise getesteten Lenkrädern rate ich immer zu zumindest 2 Wheels. Eines für die Straßen- bzw. GT-Fahrzeuge, Rallye und Co. Und für Open-Wheeler greifst du dann, oder auch für DTM, LMP und so weiter, zu einem passenden Formula-Lenkrad. Nutzt du ein Formula-Wheel nur abwechselnd mit einem GT-Lenkrad, so wie das bei mir der Fall ist, dann würde ich eher zum günstigeren E-Sports-Modell greifen und einiges an Geld sparen. Das Formula V2 Wheel lohnt sich in meinen Augen nur dann, wenn du überwiegend mit einem Formula Wheel unterwegs sein möchtest und GT Wheels nur sehr selten im Einsatz hast. Und mit diesem sehr ausführlichen Testvergleich seid ihr jetzt am Zug. Loggt euch bitte ein. Liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat, und lasst mich wissen, welches der beiden Lenkräder ihr bevorzugt oder bereits im Einsatz habt. Wie sind eure Erfahrungen damit? Zum Abschluss ein spannender Ausblick. Wie vorher erwähnt, werde ich das APM mit dem Clubsport Magnetic Pedal Module für euch reviewen und gegenüberstellen und auch hier eine Kaufempfehlung abgeben. Weiters wartet auf mich ein Shifter Review und diverse andere Sachen sind bereits auf Schiene. Vielen Dank für eure Spenden, danke fürs Dabeisein in meinem Kanal. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, euer Ron.